Okay, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Willkommen zurück zu einem neuen kleinen Stream. Ja, ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ich habe schon mal im Hintergrund geladen. Wobei, nicht ganz, wo wir aufgehört haben, weil ich gestern nochmal einen kleinen Motivationsschub bekommen habe und nochmal so ein Stündchen gearbeitet habe an dem ganzen System, das wir ja gestern fertig modelliert haben. Na, erst hier. Ähm, ja, ging vor allem darum, ich hoffe, dass ich die Logik einigermaßen hinbekommen habe von dem System. Müssen wir heute aber checken. Und wir machen heute dieses Rätsel hoffentlich fertig. Inklusive, also deswegen habe ich das hier auch offen, Audio. Denn ich habe es endlich mal nach, keine Ahnung, wie lange streame ich jetzt schon? Bestimmt ja, seit 4 Jahren. Ja, 4 Jahre kommt hin. Ich habe es dann doch mal hinbekommen, dass ich auch das Audio von hier hören kann, weil das bei mir über zwei verschiedene Rechner läuft. So, es war deutlich einfacher als erwartet, aber ja, frag mich nicht, warum ich das nicht schon früher gemacht habe. Auf jeden Fall müsste ich jetzt die Inhalte, die ich hier habe, müsste ich hören können. Von daher, ja, ich hoffe, das passt auch. Muss mal warten, bis die hier irgendwas sagen. Ja, so, höre ich auf jeden Fall. Okay, alles klar. Ich hoffe auch mit nicht so viel Verzögerung. Aber gut, bisher sieht's gut aus, sagen wir mal so. Wird sich rausstellen, ob das auch zum Schneiden von Audio gut ist. Genau. Und was ihr auch sehen könnt, ich habe mittlerweile hier dieses Rätselareal ein bisschen weitergebaut. Ist natürlich noch sehr viel prototypisch. Das hier sollen zum Beispiel Windkanäle sein, die natürlich zum Schluss nicht so aussehen werden. Wer hätte es gedacht? Genau, aber dass man zumindest hier die Druckplatten schon mal drücken kann, die dementsprechend etwas auslösen. Und dass du halt auch ich sag mal, den Wind anmachen kannst. Ja, der sollte auf der anderen Seite dann auslösen. Müssen wir dann schauen, ob das auch klappt. Ne, eigentlich sollte es auf der Seite hier auslösen, weil der Wind da drüben verbunden ist. So, das heißt, ne, wie man vielleicht sehen kann, es ist noch nicht ganz fertig, das Ganze. Aber ja, zumindest diese Lichtlogik funktioniert schon mal und eigentlich auch die Funktionalität dahinter, dass hier der Windkanal angeht. Genau. Von daher an der Stelle würde ich sagen, machen wir jetzt einfach weiter. Nur, dass ihr up to date seid, was alles so passiert ist. Genau. Okay. Und eigentlich wollte ich anfangen mit den Sounds, mit dem Audio. Aber dadurch, dass jetzt dieser Windkanal nicht funktioniert, fangen wir vielleicht damit an. Und machen bei der Gelegenheit auch gleich hier den Ventilator rein, den wir noch nicht exportiert haben, soweit ich weiß. Von daher schauen wir uns das doch mal an. Okay. Der Ventilator befindet sich hier drin, hat auch schon Animationen, aber ob ich ihn exportiert habe, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht exportiert. Das heißt, ich werde mal hingehen, werde den jetzt hier nehmen und werde den exportieren. Oder habe ich. Doch, ich glaube, ich habe ihn sogar schon exportiert. Irgendwo habe ich den, glaube ich. Moment. Da ist er. Ich muss hier nochmal. Es ist immer schwierig, dass das.
Headset, das Mikrofon ja hier vor meinem Kopf. Und ich muss aber ja auch auf die Knöpfe schauen können von der Tastatur, die leider zu tief liegen. Eigentlich müssten die höher sein, eigentlich müsste ich hier tippen, damit man alles sehen kann. Ich muss vielleicht nochmal an mein Setup ran irgendwann. Aber ja, ich glaube, für gerade geht's. Genau, hier ist der Ventilator, der auch theoretisch starten soll. Ne, sobald ich dem sozusagen Strom gebe, oder sobald das hier wahr ist. Das heißt, ich müsste eigentlich nur hingehen, müsste den tatsächlich hier reinzerren. Ich glaube, ich müsste ihm ein anderes Material geben, damit man ihn überhaupt sieht. So, ja, naja. Ah, und ich müsste ihn in ein anderes Level hinzufügen. Auch in diesem Level wieder habe ich, so wie ich das auch bei den anderen gemacht habe, äh, verschiedene Unterlevel, die ich laden und entladen kann. Es wird hier ein bisschen anders aussehen, als das bei dem ersten Level, nee, bei dem zweiten Level zum Beispiel der Fall sein wird, weil ich habe auch hier leider das Problem, dass ich ja dieses gesamte Level schon vor mir sehe. Na, also ich kann von da hinten hier über den gesamten Bereich schauen. Von daher muss ich mal schauen, wie ich das für einen Optimierungsschritt dann wegmache, sodass dass du zwar die Umgebung siehst, aber dass vielleicht diese ganzen Mechaniken, die hier drin sind, halt alle entladen sind. Vielleicht teile ich das dann immer noch in zwei Level auf, eins für das Visuelle und eins äh, ja, für die tatsächliche Funktionalität oder so. Keine Ahnung. Kommen wir zu, sobald es soweit ist. Ja. Ja, und wie man sehen kann, wahrscheinlich selbst wenn ich den jetzt hier anmache, ja. Also man sieht schon, dass da drin irgendwas sich bewegt, aber das ist mir persönlich zu wenig. Also man sieht nicht, dass das Ding gerade angegangen ist. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das mit einem helleren Material vielleicht hinbekommen. Bei dem zum Beispiel jetzt nicht dieses Metall geben, sondern ich habe zum Beispiel dieses Material hier auch noch. Macht leider nicht wirklich einen Unterschied, als hier drin einfach zu dunkel ist. Okay, das heißt, ich würde noch mal hingehen im Blender, vielleicht so Leuchtstreifen außen platzieren an dem Ventilator, sodass man halt tatsächlich sieht, dass da drin sich ein Ventilator befindet. Also so ist es gerade echt schwierig zu sehen. Na, ja, eine andere Möglichkeit wäre natürlich noch diese Textur hier zu bearbeiten, dass du eine Textur hast, die, ich sag mal, offener ist. Andererseits finde ich es gar nicht schlecht, dass man gar nicht so tief reinschauen kann, weil hier unten ist halt, na, ist es halt, soll man nicht sehen, dass es da endet hier. Von daher ist es eigentlich nicht schlecht, dass man gar nicht so tief schauen kann, aber man müsste halt trotzdem die Möglichkeit haben, irgendwie diesen Ventilator zu sehen. Ansonsten könnte man halt auch eine kleine Lichtquelle reinsetzen. Das würde theoretisch auch gehen. Hm. Ich könnte mal versuchen, eine Lichtquelle reinzusetzen, aber das nur zum Testen. Wobei, Lichtquellen sind auch wieder ein Problem. Dann hast du wieder zu viele Lichtquellen von denen. Ich versuche einfach mal da so Lichtstreifen an den Ventilator zu machen. Die Idee hatte ich sogar schon mal. Es ist halt nur, ich muss jetzt erstmal noch implementieren, das Ganze. So, das ist unser Ventilator. Und ich habe gedacht, man könnte halt eigentlich nur hingehen
Und ja, einfach hier einen Streifen rausnehmen. Na, sowas. Und dann, ja, mit so einem Material, mit so einem leuchtenden Material einfärben. Ich habe sogar schon leuchtendes Material hier dran. Von daher, ich glaube, damit können wir arbeiten. Ich muss nur schauen, dass ich immer die richtigen hier nehme. Ah, es sind zwei richtige hier. So, also das da. Ich hoffe, ich nehme mal die richtigen. Wenn wir gleich von oben drauf schauen, wird man es sonst, glaube ich, sehen. Ah, ich glaube, da habe ich die richtigen erwischt. Sieht soweit sehr symmetrisch aus. So, und den weise ich jetzt einfach nur das andere Material hierzu. Okay. Ah, dass das so aussieht. Dann sollte man sehen, dass das da tatsächlich ein Ventilator ist, der da unten drin ist, der sich bewegt. Und das ist halt, wie gesagt, wichtig für das Rätsel selber, weil dieser Ventilator ist verbunden mit den Rohren, die jetzt hier sind. Also das heißt, es geht hier durch und würde dann hier den Windkanal anschmeißen. Sobald hier eine Verbindung hergestellt wird durch den Aufzug. Das ist die Logik dahinter. Wir müssen auch gleich eine kleine Spoiler-Session machen, weil viele von euch, also gerade die jetzt den letzten Stream gesehen haben, da bin ich sehr wenig ins Spoiler-Territorium gegangen, weil man es nicht gebraucht hat. Jetzt bald werde ich ja, oder jetzt gleich werde ich ja die Mechanik fertig implementieren und dafür müsstet ihr wissen, wie dieses Rätsel funktioniert. Okay, alles klar. Der Ventilator selber funktioniert jetzt wieder. Ich füge den wieder zur ursprünglichen. Hoch, nicht so. So, füge ich den wieder hinzu. Exportiere den nochmal neu. Und dann sollte der beim Importieren auch das Ganze ordentlich anzeigen. So. Alles klar. Das hat nicht geklappt. Ja, ich glaube, ich habe was Falsches, eine falsche. Ja, ich habe ein falsches Ding exportiert hier. Da. Nochmal das Ganze. Da sind sie. Ah, und jetzt sieht man, hier sind auch diese Streifen. Die sieht man jetzt auch von oben. Genau. Wenn man jetzt das Ganze startet. Ja, jetzt sieht es deutlich besser aus, ne? Jetzt sieht man, dass da irgendwas sich drunter bewegt. Und zwar egal, auch von hier, wo man die Sachen auslöst, dann. Das sieht sehr gut aus. Okay. Und wenn wir gerade dabei sind, versuchen wir das hier noch zu verbessern. Na, weil das ist gerade nur ein Platzhalter. Ich finde diesen Windeffekt, der hier drin ist, den finde ich eigentlich super. Ja, den würde ich auch so behalten wollen. Wir müssten nur dafür Sorge tragen, dass er halt richtig aussieht. Genau, und dafür muss ich mir erstmal das Material anschauen und gucken, in welche Richtung sich denn der Wind bewegt. Also der bewegt sich von rechts nach links auch. Sehr, sehr komische Aufstellung, aber ich finde die Textur gut, von daher sei es ihm gegönnt, dass er so rum machen möchte. Ähm, ja, man könnte wahrscheinlich sogar die Richtung umstellen hier irgendwo. Wahrscheinlich hier. Das sieht irgendwie danach aus. Gut, das heißt, ich müsste hier, also die Idee wäre, dass ich einfach verschiedene Ebenen hier einbaue, in verschiedenen Höhen, die ja dieses Material dann haben. Und dass die Ebenen alle, ne, dass es in die Richtung hier geht. Genau. Und es muss ein eigenes Objekt sein. Ich darf das nicht hier einbauen, weil, ja, wie ihr sehen könnt, ist ja
Ich muss das ja an- und ausschalten können, je nachdem, wenn der Wind an- oder ausgeht. Okay, ich werde das hier mal als Ursprungspunkt dafür nehmen. Und dann füge ich hier nur eine Ebene ein. Nenne ich irgendwie Wind Channel oder so. So. Und das erste, was wir uns anschauen müssen, ist, ob die Vs richtig sind. Ja, also, ist natürlich sehr schwer jetzt hier zu sehen, wenn du keine Fläche selektierst. Ich werde mal erstmal die Breite einstellen. Dann weiß man, zumindest was die breite Seite ist von den Sachen. Und dann kann man die andere Seite noch so ein bisschen ausfransen. Dann passt das bestimmt. Okay. So, ich würde sagen, wir machen das schon so, dass das bis hier so rauszieht. Irgendwie so. Okay. Und ich würde mal auch schon diese eine Seite hier ein bisschen ausfransen, um rauszufinden, ob die Vs richtig sind. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie regle ich das am besten? Ich könnte natürlich jetzt einfach hingehen, hier ein paar Subdivides reinhauen. So. Und die einfach ein bisschen rein rausziehen. Ne, so. Das könnte ich theoretisch sogar noch anpassen. Ne, diese ausgefranste Fläche hier könnte ich noch so machen, dass die, ähm, na, dass die sich bewegt. Vielleicht muss ich das sogar tun, damit das Ganze einigermaßen natürlich aussieht. Müssen wir uns gleich mal anschauen. So. Okay. Und wenn ich jetzt ein Smart TV Project mache. Man sieht es schon. Ich glaube, es ist schon fast richtig. Also hier wäre es fast richtig. Wir müssten nur das drehen. Wenn ich es jetzt rappe neu, genau. Dadurch, dass der Wind ja hier in die andere Richtung geht, müsste ich wahrscheinlich hier das Ganze einmal drehen. Aber prinzipiell sieht das schon sehr gut aus. Also sollte das passen. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich brauche ja nicht nur eine Ebene davon, sondern ich brauche ja mehrere. Und vielleicht hätte ich auch noch hingehen müssen, hätte dir die Dinger hier noch unterteilen müssen, dass man auch hier in der Höhe ein bisschen variieren kann, damit das Ganze ein bisschen natürlicher aussieht. Das werde ich mal tun. Hier wird es schon fast Sinn ergeben, irgendein neues Modifier draufzusetzen oder so, um das Ganze ein bisschen zu verrauschen. Aber wir müssen jetzt nicht übertreiben.
Damit haben wir jetzt einfach so eine komische kleine Ebene geschaffen hier. Und jetzt dupliziere ich die. Und erstmal verschiebe ich noch die Dinger hier ein bisschen nach rechts, die Punkte. Dass die da rein verschwinden. Genau. Aber jetzt. Ich hoffe, das sieht nachher aus, was ich hier mir überlege. Aber gut, ansonsten müssen wir es nochmal anpassen. Just a second. Hi, only Reizayeki. I hope I pronounced that one correctly. First of all, welcome to the stream, and yeah, thanks for asking. I'm doing fine so far. Still trying to implement my newest puzzle into my game. So far, it looks okay, I guess. It's not that complicated up until now. I guess it will become complicated today, since I need to implement the whole riddle aspect. Yeah, we will see. But so far, everything's fine. I have my coffee right here. So, yeah. If you don't mind me asking, of course I don't. You can ask whatever I want. How long have you been using the Blender platform? Don't let me lie. So it's been an on-off relationship, of course. I learned it, the first contact I had like 10 years ago or something like this. But I wasn't that proficient in the in Blender then. Yeah, and then for I think like professional usage, so that I don't stop using it for a longer period of time, it has been like 4 years ago or something like this. Well, even more. Let me say 6 years, maybe. Yeah, 6 years. So I started off just creating simple geometries and so on. The occasional like donut tutorial that you can do in Blender or you do in Blender. Yeah, so it has been a while, but the issue is with Blender that you start to unlearn it when you don't touch it long enough. At least as long as you don't, if you don't test your like long term, or if you don't touch your long term memory. If you just do it for like simple modeling and stuff like this, and then you just forget about it in a year, then you won't learn it. But since I'm using it now quite, steadily, all the time, basically, I've become a bit better, at least. I wouldn't say I'm a professional in this kind of stuff, especially in the modeling part. I'm doing it as a tool to achieve my goals of creating a game. I would say I'm more proficient in the game mechanics department, so in actually coding stuff and so on. But yeah, I need to do it because else you wouldn't have anything to look at. Yeah. Yeah, and thank you also for following me. Glad to have you on board on this journey.
Okay, next layer. I think if this works the way I intended to work, then we're fine. So yeah, let's see. We will see. So far this material that I've been using for to visualize that, I think it already looks okay, since it's mostly transparent for most parts. I hope that you don't see like the outline of the mesh on this thing. If we do, we need to get creative, basically. You're welcome. Thank you also for responding to me, of course. I enjoy watching people build stuff in Blender, so I hope I'm not distracting you from finish you whatever you think you're trying to do. I'm just gonna be watching here, even though I don't know how to use Blender. That's perfectly fine. Yeah, I guess you share that experience with many of my other visitors. At least from what I can see from my like viewing statistics. So people who are watching me often watch more steadily when it comes to like Blender modeling stuff. And I totally understand that because yeah, in Blender, if you watch somebody model stuff in Blender, you can like disassociate for a few minutes or even hours, come back later, and it's still something visual. So you see the progress on it. I guess it's a bit more difficult for you as a somebody who's watching me than when I'm doing like coding stuff, because you cannot. There's just too many things involved, which you do not grasp if you are not in the loop or something like this. So yeah, so I understand why you're trying to or why you are watching Blender stuff, and I guess many people watching me or watching other artists in this kind of way, they don't know how to use Blender, or at least 3D modeling tools in general, or Blender. So I think you're in good company here. Okay. One thing I might also need to do is to spread this this winds a bit outwards, so like a fan. Yeah, it would be the next step. Not right now, but yeah, at some point. Okay. And I guess this one would be the last layer. Yeah, looks good. And now I need to make sure that we are still in this area, not above it. So something like this. So that we can keep the illusion that the air is coming out of this one. Okay. That's okay. I really hope it looks the way I intended or I'm modeling it right now. It could be that we are seeing like these sharp outlines once I apply the material, but yeah, if this is the case, then I need to remodel this material so that it fades out in the end. And I might as well need to readjust these these parts right here. By the way, what is it, that thing you're trying to make? I apologize, bad grammar. English is my third language. So first of all, your grammar is perfectly fine, I guess. It's not since it's my
second language. I totally understand. Even yeah, I'm often lost for words when trying to talk to you in English. Um, I try my best, so I hope you can understand me as well. Um, yeah, I'm currently, so maybe I can show you a bit around. So what I'm trying to make is a puzzle platformer, 3D puzzle platformer. You have these little characters, little furballs right here. And you basically walk around, you discover other fluffs, that's how they're called, other fluffs on your way, and you solve riddles with them. So this is the main idea of this game. The color is also important for these fluffs, or of these fluffs, since there are many like color-coded puzzles. You can see, for example, here there are different colors of pressure plates. And I'm only able to actually trigger pressure plates with the matching color. And these kind of color-coded riddles are very prominent in my game. So yeah. And at the moment, I'm trying to create a riddle that involves like airstreams that push you off of these platforms right here. If you enter like the wrong combination. That's all I can say without getting too much into spoiler territory. In like a few minutes, when I'm finished with this airflow right here, I will get a little bit more into detail, and I will start a spoiler warning for that part. Since it's a puzzle game and you might want to play it at some point, it's important that you don't get spoiled, because yeah, if you have like the puzzle solution in my stream, then it doesn't make any sense for you to play it anymore. Yeah. Okay, but for that part, maybe keep it that way for now. Okay, oh my gosh, they're fabulous. Thank you very much. I love them. Did you build everything that you've shown me by yourself? Yeah, so far, everything you see here is built by me. It's still in a prototyping stage. So this level, at least, I have 3 levels, with the last one being like this level right here. The other ones are already finished. So, and they look a little bit different as well. So much more finished, of course. Yeah, this, for example, is the first level that you have. Yeah, and this is also the kind of the vibe I want to match, like a cozy or like colorful environment, stylized environment as well. Yeah, this is what I want to achieve at the end. And in here you can see that not everything here is built by myself. This would be way too much work for me, since I'm just one developer working on this thing. For example, these models right here, these buildings, they have been part of an asset pack that was free for a limited time on the Epic store. So yeah, I'm using some of these models. I'm also repurposing some of the models. For example, this model right here didn't exist, and I just cut apart things of the original or of these assets in order to create something new. So yeah, but the whole environment that you can walk on, so the landscape, and also everything that parts of riddle. So for example, this one or this riddle right here, this is all built by myself, obviously, because you don't have something like this as a like free generic asset that you can just get. So you need to build it yourself. Yeah. So the game is called Fluff's Adventure: A Tale of Fur and Steel. Fur is obvious because you have like this fuzzy fur balls, and steel because story related basically. You will encounter some unfamiliar environments that are a little bit more on the mechanical side.
So this is, for example, the second level. And you will see that, this island that you are living on with your fluffs is not what you would typically expect from a typical idyllic island or something. It's a bit more sophisticated. It does contain some temples with like mechanical stuff and so on. So yeah, this is what I'm trying to achieve. Is the game out and available to play? I want to try it. So I have a demo that is available. You can see it on Steam. Since I'm not connected to Steam at the moment, it will take some time. In the meantime, I will switch back to the other level. Yes, please. Okay. So it's called Fluff's Adventure, A Tale of Fur and Steel. There it is. And yeah, here you can play the demo. This contains the first level in single player. And currently I'm also working on getting the second level ready to be published. And when this one is ready, which doesn't take that much longer, so I would say a month or so, then I will go into, or I will release it as an early access title. So then you would be able to play the first and the second level, and you will be able to play it in single and in split screen multiplayer, so local couch co-op style. Yeah, so if you want to, you can play it here. And I'm always interested in feedback. So if you are playing it and you find something that you enjoy or don't enjoy, just let me know. I'm always interested in hearing from you from your perspective what's good what's good parts of the game and what could be improved. Something like this. Yeah. Is it multiplayer or only solo? It's the demo is single player only. But the early access version that I will release, hopefully next month, it will be a single player and split screen multiplayer, so a couch co-op game, basically. You can also use... I'm not sure if I can do it right now here in this environment, but let me try it out. So you can also have 2 players, and then it will be a split screen game. So yeah, just like this. The idea behind this, behind this all fluff thing, so the controllable characters, is that you can switch between them. So you can switch characters in order to play other ones, and this of course works perfectly fine in multiplayer as well. So you are able to switch between fluffs that the other person is currently not controlling. Yeah. Wait, I lagged and wasn't able to hear what you said. Didn't get whether it's multiplayer or solo. It's either solo or split screen multiplayer. So couch co-op. You can see it right now. So I'm now in the multiplayer mode, up to 2 players. So yeah, you can play it with your friend if you want to. Yeah, but only in the early access version of the game, which I will release soon. At the moment, the demo is only single player. Can it be played with 2 different devices or only one? Currently only on one machine. This is because implementing like a real online multiplayer is a bit more difficult, since you need to, basically you need to tell the engine which parts of the level you need to be replicated on the server and on the other side, on the other machine as well. And this is more difficult than just have one state on one machine and having split screen multiplayer. So for the moment, it's only split screen multiplayer.
I'm not sure if I will be able to implement online multiplayer because it's a big, yeah, a big overhead for me to develop, and since I'm only doing it for myself, it's a bit more difficult. Oh, understandable. I'm looking forward for the future of this game, whether it succeeds or not, becomes popular or not. I'm definitely playing with my little brother. That sounds really nice. Yeah, yeah. I'm also quite interested in how this game will turn out at some point. Um, Still, there's so much to do. Of course, it's not a. This is not an easy thing to do. I underestimated the amount of work I need to do as well. So yeah, it's still so I'm not that far into development. Yeah, it's 3 levels now, and I want to have 6 at the end. Yeah, but we will get there somehow. So yeah, I'm now very motivated to actually finish this game. This was not the case with earlier games I tried to make because then at some point I just lost interest in the idea. But especially the feedback that I gathered yeah, basically from you guys, so from people already playing the game, they really motivate me yeah, to push forward, to keep going until this game is finished. So yeah, I will finish it somehow. Yeah, and I'm really interested in seeing your opinion on this game. I already showed it off on many occasions, so like at fairs and something like this. Uh, Also, I've been to Gamescom, if you know that. It's a big, yeah, one of the biggest games fairs in the world. It's here in Cologne, where I also live, which is quite nice to have. Um, so yeah, I'm really, and they were really, the people playing the game are, yeah, interested at least. This is something I really like. So they, you get the feeling that they're not playing for like to be respectful or something like this. So that but they are keeping, they keep playing because they really want to get to know the game and they really want to solve the riddles I present them and so on. So I really like that one. It's nice to see. Okay. So now I'm finished with this wind channel, and let's see how it looks in the engine. So I will export that one. Okay. Let's see how it looks like in the engine. I will push everything into this folder right here where everything from this riddle is located. It might be interesting to use this at in other parts of the game as well, but for now let's keep it here. Okay, and I need to apply this. Ah, I messed up. Just a second. This is something special for the Unreal Engine, since the Unreal Engine calculates everything in centimeters, and Blender, of course, is using meters as it's correct. I need to retranslate everything. So now the scale is, I lowered the scale by 100 and I multiplied the mesh inside, so every position in the mesh, by 100. So now everything in this mesh is in the centimeter scale, and it still looks okay when using it in Blender. So yeah.
You could go ahead and change the unit in which Blender works, but I'm not doing that because, yeah, I'm stubborn. I want to work in meters, so not in centimeters. Okay, this looks better. So now it's a bit bigger. Yeah. Okay. And yeah, I expected that to happen. So it's looking a bit, how do I say it? A little bit artificial because nothing's moving. So these wind lines are not moving. And also you can see the outlines right here. So what I need to do is I need to rework a bit of this, this outlines right here. And I also need to maybe noise the wind a bit so that it goes up and down. Something like this. Okay, starting with this one right here. I will go ahead and every one of these layers I will work with that independently. Or just like this. Okay. Now I need to select everything and select everything here. Turn it around because the direction was already correct. So like this. Okay. And I will scale it a bit. Okay. Okay. This already looks a bit better because the scaling is a bit better. Okay. I will copy over this effect. Okay. And what I will do now is I will rewrite a bit of this stuff right here. Especially I want to adjust this thing right here. So I want to move the position, the offset position of singular vertices right here. And we'll move it up and down to create an effect of like the wind flowing up and down a bit more. So I will do a time. That gives me time. Multiply it by some value, which, yeah, maybe relates to speed of the effect. No. Speed. Okay. And this one should affect the world position offset, but only when we are close to the left side. So I will take the texture coordinates.
I will split it up. How is it called in the material editor? uh, it's not break. Separate. Ah, man. I'm really bad at that. Breakout. Aber das hätte ich ja gefunden, wenn ich Break gemacht hätte. Ja. Ah, Mask. It's called Mask here. There we go. Okay. They removed the breakout nodes at some point, and I'm always confused. So now we have the only the left to right. And I can go ahead and invert that. Okay. So now we have something. Yeah, you can even, I think you can even preview it. Yeah, like this. So here we want to have a maximum of the noise, moving this thing up and down. And yeah, here we just want to stay. Okay. Okay. And I want to have a noise. And this noise, yeah, it's between -1 and 1, so we need to multiply it a bit. I will also create a parameter right here to control how much I want to this noise to work. So something like strength would be worth it. Okay. Maybe we do it even like 10. This is also centimeters. Okay. And I want to apply it on the get apps location. No, position. There we go. Okay. And now I want to add up this noise to our... Ah, no, I don't want to do that actually. Since since this one is an offset, I can just attach this offset. And just like that, I've broken something. Okay, interesting. So what's broken exactly?
Hmm. Interesting. I'm not sure what's going wrong here. Okay, it's something that I calculate down here. At least we have that one. Okay. Hmm. Okay. So the noise is also correct. Now I just need to work back on this whole thing. Yeah, we can see it starts to work at least. So it does something. I just need to backtrack where things go wrong here. Maybe because of this one, because it's using a 3D thing, maybe. And I have 2D here. So I will do an append here. And I will use just a 0 vector here. Maybe something like this. Let's see. Yeah, okay. Great. So you now can see that it's jittering a bit. And when I apply this one to this one, you can see it's just jittering like crazy. That's way too fast. And also we need to increase the strength of the whole thing. Okay, cool. I will preview this one right here so that we have a better preview of what we are trying to achieve. Okay, so I will decrease the speed. Now you can see it's moving way slower. And I will increase the strength so that we have a bit more of noise up and down movement right here. Okay, and now I need to actually stop the movement on this side and increase the movement when you go out here. And this is why I implemented this little thing right here. And I will just multiply and move it in this direction. Okay. So now you can see that that it's fairly still, not moving much at this direction, and here it's moving. And this is what I would like to achieve. Okay. Good so far. Now I need to handle this thing on the side. So this one, I need to have like I have to cut it off at some point so that it doesn't look like that, basically. Okay. And for this, I need to control this opacity right here. And I again need this one. More like this one. Okay, and I need to multiply it. So this one
gives me like this. And now I don't want to fade out when it goes black right here. Okay, this is already looking way better because it's blending a bit, so that's nice. I can also do something like we already did here. Can do power, and this will increase this effect on the side. So now you can already see it looks way better. You cannot see the outlines that much again. Yeah. Okay. What are those stringy looking things? What are those stringy looking things look like that you use to adjust your model's appearance? I'm not sure what you're referring to. So are you referring to these nodes, or so to this one right here? To adjust your model's appearance. Yeah, I think this is yes. Okay, great. This is called so this is basically a node editor. Yeah, great. So basically, everything that you do to modify things in the Unreal Engine, or at least what I'm currently using, is node based. So every one of these nodes has a certain functionality behind it, and by outputting and inputting stuff right here, you can modify how the result behaves. So yeah, in this case, this one right here, this is the material. So this is the one that controls how this thing is looking. And yeah, you can simply start creating your own materials with it. If you, for example, have a material, just for a demonstration. So this one is the basic material. How is it looking? And now you have like different properties of the material, which you can just adjust. So something like this, you can create a red color or something like this. And you can, this is how you can create different properties. So, but if you want to have something that's not like static or constant, so, or you want to calculate some stuff, then you can use expressions, which are basically calculations in the engine. And for example, if you want to create like I'm not sure, if you want to create like a mesmerizing effect, something like this, you can take the absolute, so the world location, for example. This one gives you access to where this singular points, so singular pixels basically, are located in the world. And then you can do something like, I just want to have the height, and I want to create sine, so sinus curve, and I want to create this. And now you have like a mesmerizing effect on it. So basically this is a visual editor that helps you creating or helps you calculating stuff. Yeah, it's quite awesome. It's also something like this is also present in Blender, just for your information. So you also can do something like this in something like geometry node editor, or in a texture node editor. Oh no, the texture shader editor. There we go. So you could do something similar in this in the engine as well. It looks quite similar. It's working a bit differently, of course, because it's different like engines, but it's the same principle. So you can adjust constants right here. You can pull out to create calculations. So this is how you can, for example, create materials
in the Unreal Engine. And yeah, since we are now finished with the whirlwind effect, so with the effect I want to implement right here, I can even show you that the same things or similar things are also present for calculating game mechanics or for implementing game mechanics. So since I'm now finished with this like whirlwind right here, I can start to basically revert or change this wind property or this wind mechanic that I have right here. So this looks not that nice. And now I can go ahead and so I would just leave it like this. I can remove the visibility of this one. Basically, what this cube right here does, it creates a volume, and when I'm entering that volume, I will be pushed off if this wind channel is active, if it's working. And now I just need to tell the engine, hey, if you are active, if this thing is active, then please display this one right here. And I can do this by basically editing this thing right here. Okay. And now I can go in here, and this is how the thing in the Unreal Engine looks. So the mechanic of this wind trail looks like this. We have a viewport which is currently empty, so we are not showing anything right now. And if I go ahead and add this wind channel right here, then we will see that we have something. It's currently a bit offsetted, so we'll fix that one afterwards. But for the time being, we have like this wind channel right here. And now we just want to visualize this one when this thing, or when this wind trail here is active. So not like the whole time. And for this, I've already implemented. This is the part where it gets a bit more complicated to explain you guys how things work, because everything I've implemented is the work of the last like 4 years, and this is part of the first things I already implemented. So basically, I control every functional entity in my game using these two components right here that you can see, and they are basically behaving like a Boolean, so like true and false, both of them. If you were to imagine, for example, light switch, like imagine just a light switch, then this working status would tell the light switch, hey, I'm powered, so currency is going into the light switch. And the switch status is telling me that I'm actually pressing the switch. So these are these two stati that I have here, and they can be both true or false. So powered and unpowered, and switch is pressed and not pressed, basically. And for this particular component, I don't have any switch to turn it on and off. So this one is just true. And the working status is based on whatever I'm inputting there. In my case, this wind channel should be activated whenever this fan down here is moving, and there's an actual connection to this output, to this wind channel. And you can see I have a fan down here that starts spinning whenever it's activated, and I have a pipe system going out of it. Goes here, then up here, and here is a separation that is only
activated whenever this elevator right here is connecting with it. I think if I start it, you can actually see it going down and connecting. So just like this. And the fan is on, so it's spinning. So now this wind channel should be triggered. It should be conducting wind, pushing Fluffs off of this ledge right here. And this is basically what this working status is connected to. You can even see it in my inputs. I have two input entities right here. The first thing is this is a combination of pressure plates that you need to press in order to turn on the fan. This is what this thing is about. And the second one is that this part here is closed. This is the connection right here. When this one is closed, then and if both are true, then this thing will turn on. I hope you at least get a little bit of what I'm trying to tell you guys. This is why I guess modeling and like Blender modeling is a bit more easier to see than like this coding I'm doing right here. But yeah, you need to do both in order to get to have a game at the end. So now I have my wind channel mesh, and I can now set the visibility of this thing whenever the the wind channel should be turned on. So just like this. And now it's connected. Yeah. Okay. Now I need to readjust a bit. So I need to make sure that this wind channel is actually coming out of the... So just like this. It's going out. And I need to also readjust the trigger area, which is the actual part that's pushing off the fluffs. So whenever I'm in that area that it's now outlined, fluffs should be pushed off. Okay. And I need to readjust this one on the other side as well. So just like here, you can see it. I will remove this one for now. Okay. I will remove it and I will just use this one. Okay. And now I can go ahead and just copy over this element to the other side. Okay, so just like this, it's on the other side as well. Okay, and of course, this side should be triggered also when the fan is turned on, but it needs to be triggered when this connection is established. So again, this is the connection going up here. Then when this is connected, wind goes through here, through this pipe, and then is outputted on this direction. Okay. So we need to use this connection right here. Okay. And I guess at that point, I can no longer implement further stuff without going into spoiler territory. So this is exactly what I'm doing right now. So I will create a spoiler warning right here. And I will also display a spoiler warning in my stream. So now, it's also in German, so don't be confused by that. Okay, from now on, I'm really into spoiler territory. So what I'm telling you now may impact your experience on the game, since, yeah,
I'm trying to create a puzzle game, and if you know the solutions to the puzzle, it's a bit more, complicated. Okay, or it would be easier for you to actually beat the game. And if you don't want that, just listen away for now. Okay. This riddle right here is a reimagination of a very famous riddle. I can even show you this one, which is called wolf, sheep, cabbage. Let's see. There might be even a game right here which we can play. Yeah, this is not working, I guess. I probably forget it immediately, or lol, yeah. This is, I hope. Okay, this looks great. So basically what this game is, or what this puzzle is about, or reimagination of, is you need to get all three of them right here to the other side. So, of course, if you leave the sheep and the wolf alone, like if I take the cabbage for now and move over to the other side, then the wolf will eat the sheep. So, yeah. I'm really sorry. I have an ad blocker on. And the same is true if you take the wolf, then the sheep will eat the cabbage. So, yeah. Very simple idea behind it. So you need to do something like take the sheep over to the other side, drop it off. Then you need to go back, take the cabbage, leave it over there, take the sheep back, put the sheep out, take the wolf in, move over to the other side, put out the wolf, and then you need to take over the sheep. And then it's solved. It's a fairly, it's a simple idea behind it, and I want to implement something similar in my game. And you can see the similarity, or maybe you don't see the similarity, but that's all right. This is what makes it, a new riddle, basically. So, and you can see that you also have like 3 positions where you can put fluffs. And the idea is that this one, the elevator right here, represents the boat in the game just a few seconds ago. And whenever, these positions are like wolf, sheep, cabbage, basically. And whenever I have for example, the violet and magenta fluff on one side, and I have the elevator on the other side, which again represents the boat in this cabbage riddle, then this will activate the fan down here, and this will also activate or connect the pipe system connecting to the wind right here. And this in turn will cause fluffs to be pushed off these buttons, and then you need to restart. And the same is true for the other side as well. So if you have, for example, the yellow and magenta fluff right here, and you move the elevator to the other side, you will connect the pipe system connecting the fan, which will be turned on because both of these pressure plates are pressed. And it will then, just a second. Yeah, it will connect these pipe systems right here to output wind. So, yeah. And basically this one pushes off all the fluffs from this side then. Okay, and one thing I haven't implemented for now is what's actually opening right here at the end. I have a gate, which I can just add to the whole thing right here. Yeah, if I find it, that is. Let's see. Props, doors, I guess it's a door. Gamebot entities. Doors.
wolf gate. There it is. Okay. This is the gate. Now I need to just position it correctly. Okay. Maybe I need to be a bit more precise. Yeah, this one looks just okay enough. Maybe a bit higher as well. Okay. I also need to move it over a bit. Okay. Just like this. Or maybe not just like this. Weird. Okay. Yeah, but this looks okay. So this gate opens when we have all 3 fluffs sitting on these pressure plates right here. And in order to implement this, the functionality behind it, I will just precisely position these this thing right there. Where's my gate? There it is. Okay. I just need to actually take this location right here and input it into the Unreal Engine so that we are like correctly placed. Okay. All right. Only Reziaki. Yeah. Glad you liked my stream so far, and yeah, thank you for the participation in the chat as well. And yeah, see you whenever you have time. Have a good day. And hi, Money Gang TV 717, and thanks for following me. Glad you liked the stream so far. Okay, so in order to position it correctly, I need to first attach it to my whole riddle. And now I can go ahead. You too. I'll be back later. I prepare for tomorrow. Bye bye. See you later. Okay. See you. Okay. And now if I just put in all the information I've from this thing right here, then I am able to really precisely position this gate at the correct position. So now it should look better than before. Yeah, that's good. So now it's correct. Okay, cool. And what I also did implement was I have some locks. Where are they? Here they are. And these locks lock onto the gate. I need to readjust my sensitivity of the camera. So, okay. So just like this, and down here, I'm actually able to lock onto the gate. And there's even a little animation that you can see whenever I start. Yeah, you should be able to see animation. Okay, just like this. So yeah, this is how the lock stays in place. And whenever you, now the idea is that I have 4 of these locks, and if they are all released, then this gate will move up and allows you access behind this area right here. And in this area right here, you will find another fluff that you need to use
in order to solve further riddles that we have here. Okay. I also need to readjust the lighting of this thing to be this yellow part, emissive neon yellow. This is the color right here. Okay. And now I just need to copy this stuff over. Okay. For this part, it looks even a bit better because it's actually connected to this to the stream right here. Maybe I need to readjust it a bit here as well, but yeah, for now I guess it's okay. Okay. For this, I'm using the magenta stuff. There we go. Okay. Okay. So this is the visual part. Now to the mechanical part. I need to actually tell these locks that they need to be activated when Fluff is stepping on that pressure plate right there. So just like this. And of course for all of the other locks it's the same procedure. Oh. Oh. Oh no, I messed up. Damn it. I copied over the mesh instead of the whole asset. Ah, man. Okay, again. It happens. That's alright. Okay. I need to be careful when assigning this one. Because I could also attach these locks to the wind channel, for example, because it's also like a functional entity that I can use in theory. Doesn't make any sense, but yeah, you can do it if you want to. Okay. Now I moved that one over here. The input entity is already correct. And now I just take the last one right here.
Okay. In here I need to readjust the material again. Okay. Great. Maybe I can even readjust them a bit, push them a little bit higher. Yeah, I guess I should do this as well. The higher they are, the more prominent they are on the whole mesh, so yeah. That looks better. Okay, great. Okay. And now I just need to let this one be opened by this pressure plate right here. Great stuff. And of course, this gate should be opened when all of these locks are unlocked. So I need to just assign them. Just like this. And let's hope that it works that way. We can test that by just starting from this side, which we're normally not supposed to do, since we need to move them over. But hey. Okay. And there's still something wrong. Since the wind channels are triggered, so they are visible, but they are not pushing me off. So the mesh is not working correctly. It's not showing the visibility correctly. Okay, but I can press these pressure plates right here. And this results in the locks being opened, as far as I can see. It's fairly... something's not wrong here as well. There are some collisions not working. I'm not sure what's going wrong here. Let me see. There's a collision somewhere here which is invisible, which is not good. Not sure what's going on. Okay. This one right here. Basically, these are just light strips, but they have a collision on them, which is not good. Just like this. And we don't need that. So remove that collision, please. Okay. And I guess also this one might have a collision, which we don't need either. So away you go. Okay. Now we should be able to move around a bit more. Yeah, it's better. It's not great. There's like not much space right there, but yeah. Maybe I should adjust the model a bit, because this is not optimal. Yeah. So the space behind here is very limited. That's not good. Okay. First of all, let's check if the functionality works as intended. If it does... now I have a problem because I've enabled multiplayer and I need the yellow one, but I don't have a gamepad connected. Damn it. Okay, I need to restart. Just a second, I need to disable the multiplayer. Here we go. Okay. Okay, now we have single player.
If I now go ahead and press all 3 of these, it's very, very limited view in here. That's not great. It's not like I have all the space in the world, so yeah. But the gate is opening. And it's also not closing again, which is great. Since, yeah, once the locks are unlocked, this gate should be opened and should not close again, so that's great. Okay, cool. So, at least the logic and the mechanics work for this part. I still need to figure out why this wind is not, yeah, it's not updating. Because this one's not cold. Great stuff. Let's see. So I guess it also needs to be in the initialize stuff. Yeah. Okay. I need to just readjust some of this stuff right here. Okay. Basically, I need to call these functions on initialization as well. Okay. Now we should be able to not see this wind channel when we are not activating it. Yeah. Yeah, that's great. Okay. So now we have free access to these ones as well. And yeah, I need to readjust this environment back here. That's not great. And what I also need to do is I need to adjust camera collisions. Since when I started right here, you have this nasty camera collision with the frame of the elevator. So you have like this beautiful frame up there. And when you move with the camera in front of these pillars that you have right here, you have this weird camera effect, which is not great. So the camera should move around that one. So around this pillar right here. And you can actually achieve this by going into the static mesh itself. Take the collision, go to the collision options, and then instead of block all, we do a custom collision and ignore the camera collision. Now we can go back, and we shouldn't be able to, we should be able to move the camera around. Yeah, just like this. This also comes with its disadvantages. So something like this, for example, I could clip the camera inside the whole environment there. But yeah, it's far better than having the camera readjust every time. So that's good. Okay, it makes it a bit easier to navigate around this area as well. Yeah, now I just need to figure out how to work with this one here. Yeah, basically I need to rebuild some of this stuff right here. I would adjust the path to be a bit longer to the back. I have all the space in the world, so I can do that. Yeah. So that's fine. I can do something like this. Okay.
So this is the area. And basically what I need to do is take all of this and move it back a bit. And then we need to make sure that we can still access it. Okay. And I will move it back a bit. I'm not sure. Something like this. Should be 10 meters, if I'm not mistaken, or 20 even. Maybe I can... I'm not sure how far I should push that one back. I don't want to have like too much of a walk from one side to another. Yeah, we do 50 meters. Something in the middle. Something like this should work. And then we can readjust the other stuff here as well. These are the glass panes. Okay. And now we need to create some kind of, yeah, of bridge or something to get over here. You could even do a whole platform right here, right now. So you can maybe repeat this pattern on the other side so that you have like a pillar or something on this side. And then I create just a little bridge to get over here. Maybe I can even reuse these things right here. So these metal bars. Maybe I can do something like a swirly thing. So doing something like this. This should connect the sides a bit better. Okay, I guess I just need to just destroy this thing. Yeah. Still need the middle, so the point where everything should be rebuilt at some point. So I need this one, and I need this one. Yeah. But afterwards I can just remove everything right here. This was not difficult to build up, so I'm not sad. Okay. Mm-hmm.
Okay. Yeah. So something like this. Then there's at least a nice connection, and it looks a little more organic and less like I just attached these two parts to each other. Okay. What we can now do is even fix up some of these issues right here, where we have this, yeah. Currently, it's looking a bit weird that there's like this, yeah, this step right here where there's no connection. We can fix this now as well. I will fix this right up.
Okay. I will leave it like this for the moment, just to make sure that I do not mess up the connection to this one. Okay. I will create. I'm not sure if it looks good, but what I want to do is create something like a bow, an arch from this side to this side, like this, with these light things right there, so that they are connecting to this floor from this floor. Maybe it looks okay. Hmm. Okay. I think from at least related to the size of these things, they're correct. I will just copy them over here as well. And we need to readjust the base. And everything that I'm doing right now is also mirrored, so it's also working here. And as you can see, we need to at least readjust the origin a bit, because we are not hitting anything solid here. We should at least move this over so that it's like here. Maybe we can even take this one a little bit back. So this, not exactly like this, but somewhat like this. Yeah. Okay. So far, so good. We just need to be careful that this thing needs to open. So maybe this is a bit too much. We just need to be barely on this thing right here. Maybe I even need to push these ones back as well.
so that we have more space in here. But let's first try to readjust the origin a bit. Okay, this is as far as we can go. I guess it's good to move these ones a bit over to the back as well. Okay, so that we have a bit more space. Do we? Just a second. No, we're actually moving them closer, so we need something more like this. Okay. This is why I stopped doing this, these adjustments right here. I just need to close off this one for now.
Mm. It's always more difficult. Oh man. Um, I think I'm breaking it even more. The reflection's not looking good. What the hell is this? Okay.
Sag mal, just a quick thought on that. Couldn't I just copy this one over again? Yeah, I could. Since it's looking way too messy now. Just a second. Since this one is the exact copy of this one, I can just copy it over to the other side. I need to readjust some of the materials, I guess. No, not even that. Yeah. We're doing it far easier right now. So I will just remove this one apart from that connection right here. Ah, there's even a little bit of a bug right here, or of a visual thing. These meshes are in here double, in like double the time. If I remove this one, it's still here. Okay. Let me fix that as well. Okay. And it's fixed. Cool. Okay. And the advantage is that I now have a clean slate to work on these things right here. So yeah, that's a good thing. And now since we even took away everything right here, I can readjust these pins freely. And what I would like to do is to shift these ones a little bit more to that side. So just like this. And yeah, maybe I start with the arches.
Mhm. Looks good. Now we just need to readjust a bit of this mesh right here. Since we also want to have like colored arches right here, I need to take these things right here, push them a little bit inward and create materials. Okay. No, it's alright. I just thought for a second that I missed this on the other side, or I didn't do it on the other side, but I did, since I'm mirroring everything. Okay. Okay, again. And you can see that I'm now mirroring the material as well. Oi, there's a little... Okay. I messed up a bit. This is why, because I'm using this as a point, as an origin point for the rotation, and I've moved up these pillars a bit. I need to readjust some stuff. So this should be the new origin point. Shouldn't change this much, but this will make the arches more clean. And just like this, we have a perfect match. Okay, cool. Looks good so far. Now I'm trying to readjust these lines that we had before. So the ones going out here, going out there, to connect to these ones. Hi Ludwig. Sonntags immer auf Englisch. Ja und nein. Ich hatte gerade ein paar
englisch sprechende Leute hier. Und ich versuche, ja, möglichst immer alle zu integrieren. Das klappt manchmal halt auch nicht. Aber deswegen bin ich jetzt gerade, habe ich gerade auch Englisch gesprochen. Grundsätzlich könnt ihr euch natürlich im Chat auf jeder Sprache melden, die ihr wollt. Und ich antworte dann auch in der Sprache. Ich versuche nur, also wenn immer es halt Englischsprachige gibt, wechsle ich aufs Englische, damit halt alle irgendwie was mitbekommen. Wenn jemand von euch im Chat oder Zuschauern gerade kein Englisch sprechen kann, dann sagt mir auch gerne Bescheid. Dann, ja. Ich weiß nicht genau, was ich dann tue. So weit bin ich noch nicht gekommen. Bisher gab es diesen Fall noch nicht, aber ja, dann gucken wir mal. Dann wechsle ich vielleicht wieder auf Deutsch dann in dem Moment. Ah, besser nicht. Keine klingonische Übersetzung, bitte. Das kann ich nicht. Es tut mir sehr leid. Okay. Not sure how this affects. Ah, there's something weird going on in here. That's great. So if I do something like this. Okay. Just weird. Hattest du zufällig schon Gelegenheit, in das Video reinzuschauen zum Thema Metasounds? Nee, tatsächlich noch nicht. Nachdem ich gestern mit dem Stream aufgehört habe, hat erstmal der Magen geknurrt, dann gab es erstmal was zu essen. Ja, und dann, oh, einen Moment. Sorry dafür. Hat erstmal der Magen geknurrt und danach, Dankeschön. Dann habe ich ein bisschen was gezockt. Also ich war noch nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Das sah auf jeden Fall nicht schlecht aus, was du mir da geschickt hattest. Ich hoffe ja, ich habe bald ein bisschen mehr Zeit, um mir auch auch mal sowas mehr anzuschauen. So. Warum kann ich keine Verbindung von hier nach da herstellen? Jetzt geht's. Okay. Was ist das? Warum ist hier so eine komische Fläche drin jetzt? Manchmal frage ich mich, ob ich alles verlernt habe. Das sind zwei Flächen hier. Da ist eine Fläche. Warum? Okay. Dann haben wir das behoben hoffentlich. Ja, ja. Das ist definitiv. Guck mal, immer noch. Ah, ne.
Aber, nee, jetzt ist da keine Fläche mehr. Das ist gut. Okay. Ja, es ist, was das angeht, es ist wirklich schwierig und es ist sehr, sehr leicht, auch Fehler zu provozieren. Das ist, musste ich immer wieder feststellen. Gestern im Stream, wo ich auf einmal nur noch mit dem fokussierten Objekt gearbeitet habe. Keine Ahnung, da habe ich tatsächlich nach dem Stream nochmal nachgeschaut, ob das irgendwie also ob das eine Funktion ist, die man einstellen kann oder so. Habe ich auch nicht zugefunden. Ähm, ja. So. Okay. Jetzt sollte ich wieder diese Kanten hier haben, die ich brauche. Und jetzt mache ich das Mesh wieder schön kaputt. Aber gut. Gehört dazu. Ah, ne. Falsche. Ah, das sind jetzt hier die Kanten, die ich wieder erweitern muss, damit ich ähm, die Lichter wieder reinlegen kann. So. Und dabei wird wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, auch das hier wieder kaputt gehen, diese Ecken. Was aber nicht schlimm ist, weil also auch hier im aktuellen Stand, da liegt die Druckplatte drauf. Wahrscheinlich, wenn man jetzt hier ganz genau hinschaut, könnte es sein, dass man was erkennt, dass es halt nicht ganz so passt. Aber ja, da musst du erstmal mit der Spielerkamera hinkommen an die Stelle. Von daher lasse ich. Okay. Aber damit haben wir dann jetzt diese Verbindungen tatsächlich alle da. Falls das jetzt klappt, gucken wir mal. Okay. Okay, das ist schon gar nicht schlecht. Eine Sache muss ich jetzt hier noch machen. Ich muss ich muss hier noch eine Kante erzeugen, dass das Bevel, was dann passiert, tatsächlich auch hier so ein Dreieck erzeugt und nicht einfach straight aufhört. Ich nutze die Materialien aus Blender nicht. Das ist Teil von meinem Workflow hier, dass ich einfach nur die Platzhalter sozusagen erstelle und dann die Materialien alle in Unreal erstelle. Theoretisch hat Unreal einen Importprozess von FBX-Dateien, womit du auch schon einigermaßen die Materialien übertragen bekommst. Äh, ja, allerdings fand ich das nie so überragend, als dass ich es direkt nutzen konnte. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel in Blender ein Material erzeugst und du gibst dem normale Metallic-Werte, du gibst ihm eine Textur und so, dann kriegt Unreal das auch über den FBX-Import wieder hin, dass die Werte auch wieder drin liegen. Ähm, Nur da ich sowieso relativ wenig mit spezifischen Texturen für spezifische Objekte arbeite und ja, sowieso auch das Visuelle alles mal ein bisschen im Editor selber noch anpasse, damit das alles stimmig passt von den Farben her, äh, mache ich hier nur Platzhalter. Das stimmt. Hält einen aber natürlich nicht von ab. Also du kannst auch mindestens genauso gut in Blender die Materialien alle erzeugen.
Insbesondere, wenn du nur in Blender arbeitest, wenn du die Unreal Engine gar nicht nutzt. Also der Materialeditor in Blender ist gleich gut, wenn nicht sogar besser als der von Unreal. Von daher, ja, go wild, wenn ihr damit euch auseinandersetzen wollt. Okay. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So, jetzt muss ich natürlich diese Materialien, oder das, was ich jetzt hier wieder habe, muss ich einmal separieren und zu unserer Logik hier für die Lichter hinzufügen. Aber erstmal sieht das Ganze natürlich nicht schlecht aus. Okay. Ja, aber ein vielseitiges Master Material nach einem Video nachgebaut, das war ein bisschen viel Arbeit. Das wird jetzt erstmal in Unreal bleiben, glaube ich. Ja, 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 also ja, insbesondere wenn du Materialien hast, die wirklich mehr sind als nur schmeiß eine Textur drauf, ändere eine Farbe oder so, dann ja. Und wenn dein Ziel die Unreal Engine ist, also wenn du die Sachen tatsächlich zum Schluss in der Unreal Engine anzeigen möchtest, definitiv hätte ich auch gesagt, bleib da bei der Unreal Engine an der Stelle. So, jetzt muss ich die alten Dinger, die ich hier habe, ne, wo ich ursprünglich die Lichter angesetzt habe, muss ich natürlich wegnehmen. So. Das sieht soweit gut aus. Jawohl. Und jetzt habe ich hier halt noch die neuen. Denen muss ich jetzt die Materialien geben, die ich hier schon habe. Ja, die Lichter dann tatsächlich bestimmen. So. Das kriegt das Material. Das kriegt das Grün. Das ist bei mir in der Unreal Engine auch eine komplett andere Farbe. Ne? Also das Grün, was hier jetzt grün ist, ist in Unreal Engine dann das Magenta, was der pinke Fluff halt hat. Magentafarbene Fluff. Das ist jetzt hier nur, wie gesagt, es ist auch hier nur ein Platzhalter für die Materialien, das stimmt. Okay, so, damit habe ich die Farbe jetzt hier wieder geregelt. Eine Sache, die wir jetzt noch machen müssen, ist auch diese Bögen. Ja, da muss auch die Farbe ja natürlich angenommen werden. Das heißt, ich selektiere hier, ich selektiere alles, was hier dieses Material hat. Separiere mir das raus. Dann muss ich hier auch die Mirrors applyen, damit das passt. Dann füge ich das hier ein. Eine Sache, die ich noch machen muss, ist auch die Shading hier anpassen. Weil gerade sieht das alles sehr kantig aus. Das muss ich smooth shaden. Da. Ja. Oh, dann sehen die Dinger schon deutlich besser aus. Genau, und jetzt mache ich wieder das Material. Also das ist das Emissive Right. Ah ne, nicht das. Das da. Hoch. Ich glaube, ich habe dem falschen Objekt hinzugefügt. Ja, habe ich. Ah. Okay. Wieder raus. Das muss ja hier rein. Ne, eben nicht. Hä, wieso kann ich das nicht? Da, das brauche ich.
Okay. Join. Jetzt sollte es passen. Ja, jetzt sieht es besser aus. Okay. Ja, die ganzen Meshes nachher in Unreal wieder zusammenzusetzen, ist ein klein wenig ein Pain. Ich habe den Vorteil, das ist jetzt eine große Umgebung und ich nutze nicht viele Objekte. Also einzelne Objekte, die hier in der Hierarchie drin sind. Deswegen, die meisten Sachen liegen auf dem Ursprung und so importiere ich die dann halt auch wieder. Und dann passt alles wieder perfekt. Aber ja, gerade wenn du größere Umgebungen machst, in denen du auch viele Objekte unterbringst, kann das ganz schön im Pain werden. Hat man ja jetzt gerade mit dem Gerüst hier. Oh, apropos Gerüst. Glück gehabt. Ich habe ganz kurz Sorge gehabt, dass das hier nicht mehr aufgeht. Aber tut es noch. Okay. So. Okay. Das hier sollte jetzt eigentlich nicht mehr da sein. Jawohl. Das heißt, das können wir wieder rausnehmen. Okay. Damit haben wir jetzt auch diese Bögen. Jetzt müssen die hier drin nur natürlich auch in was enden. Das heißt, hier würde ich, ähnlich wie wir es jetzt hier gemacht haben, also ne, mit diesen Dingern hier, würde ich auf der Seite auch vorgehen und hier diese Verbindung schaffen. Damit das nicht so schlimm aussieht wie hier bei uns gerade. Ja, dass das hier endet und da fängt dann die Schnalle an, sondern dass das tatsächlich da rein geht. Ups. Wo ist mein Gizmo hin? Nein, jetzt habe ich ihn weg. Das ist natürlich jetzt blöd. Weißt du, den hier mit ZXY, womit ich die Perspektiven auswählen konnte. Dann machen wir es jetzt bei Hotkeys. Lerne ich mal ein bisschen Hotkeys. So. Ich mache das jetzt so, dass ich hier diese Kante anpasse an das Objekt ringsrum. Weil dann können wir durch diese Bevels nachher auch einigermaßen sauber hinkriegen. Ich glaube, hier ist ungefähr die Grenze. Okay. Jawohl. Na, jetzt passen diese Kanten einigermaßen dazu. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich Vertex Shift echt unintuitiv finde. Habe ich, glaube ich, schon. So. Aber es funktioniert. Okay.
Okay. Jetzt sollte ich eigentlich hier Kanten haben. Da brauche ich noch eine Kante. Ich hoffe, das klappt jetzt auch, wenn ich jetzt hier eine Vertex Shift mache. Das war abzusehen. Naja, dann machen wir es grob. So. Okay. Und jetzt können wir nämlich hingehen und können diese Kanten hier beveln. Und wenn wir jetzt dann hier noch eine, ja, einfach nur so eine kleine Bordüre sozusagen reinziehen, dann sollte das, glaube ich, ganz sauber aussehen. Vielleicht fangen wir auch mit der an. Das wird die hier erst bauen. Machen wir recht klein. Und extrudieren hier ein bisschen nach oben. Na, einfach nur so, damit das, was hier oben an dem Gitter ist, auch irgendwie durch unten wiedergespiegelt wird. Jetzt sieht das, glaube ich, gar nicht schlecht aus. So, machen es auch in einem anderen Material. Ja. Und jetzt schnappen wir uns diese Kanten, beveln die auch. Okay, hier ist ein Problem. Ja, die Kanten sollten eigentlich reingehen, tun sie aber nicht. Frage ist jetzt natürlich, woran liegt das? Hm. Ich versuche mal hier noch einen Subdivide reinzulegen, damit das vielleicht klappt. Mal sowas hier zu machen. Vielleicht klappt es dann. Ah, fast. Okay, dann machen wir es anders. So. Ich mache diesen Subdivide einfach. Dabei entsteht jetzt erstmal Müll. Ja, aber dann queere ich den nachher. Aber jetzt kann ich einfach auch hier hingehen, diese Kante wieder reinziehen. Das ist gut. Ja, richtig. Könnte ich als mein Lebensmotto oder als Motto für dieses Spiel bezeichnen. Ich habe so viele Sachen erst deutlich später gefixt. Aber gut, solange es zum Schluss funktioniert, ist alles gut. So. Jetzt machen wir hier einfach noch so eine Einkerbung rein. Soll natürlich nicht so tief gehen, dass die hier drüber sticht. So, also so am besten.
Ja, sieht gut aus. Machen ringsum das Metall. Und natürlich diese kleinen Dinger müssen wir wieder exportieren, also rausschneiden hier. Wir müssen die in, in unsere Beleuchtung wieder einfügen, um das Ding halt wieder aufleuchten zu lassen in der richtigen Farbe hier. Okay. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Damit haben wir jetzt eine schöne Beleuchtung. Eine Sache wundert mich jetzt gerade noch. Ja, ich habe jetzt gerade mal hier drauf geschaut und habe hier gesehen, dass es auch in dem Ding die Materiallinie gibt, die wir aber nicht benutzen. Warum auch? Ich muss die mal raus. Ja. Jawohl. Okay. Jetzt müssen wir nur noch irgendwas uns überlegen für die tatsächliche Brücke hier dazwischen. Und natürlich müssen wir noch die Umrandung hier, die Bordüre irgendwie ein bisschen schöner machen. Tja, wie bauen wir das Ganze? Also, ich hätte gesagt, das erste, was ich tue, ist erstmal hier ein Subdivide reinschmeißen, dass wir erstmal eine Breite schaffen können, hier dazwischen, sodass dass wir eine Verbindung überhaupt erstmal aufbauen können. So, jetzt ist das hier genauso breit wie das. Jetzt ist natürlich die Frage, machen wir also ich könnte natürlich einfach mit so einem Betonding fertig machen. Oder ich mache hier noch eine Art Brücke hin. Also irgendwie eine Brücke mit so einem Bogen, vielleicht in die andere Richtung oder so. Vielleicht sogar eine Brücke mit einem Bogen so rum. Dann hat man hier wie so einen Kreis. Plus, wir könnten ja eventuell sogar das hier nutzen, ne? Wir haben ja hier diesen Bogen. Da könnte man ja Streben machen, so ähnlich wie wir das hier machen. Und dann hätte man hier eine Brücke. Moin Fummeln. Willkommen im Stream. Ja, ich glaube, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, weil dann nutzt man diesen Bogen auch tatsächlich für Dinge. Das könnte gut aussehen. Wir versuchen das mal. Sehr gut. An einem Bot. Ich hätte so gern ich hätte so gern diesen Gizmo hier oben wieder. Ich habe wieder irgendeine Taste gedrückt und er ist weg. Ich glaube, also der speichert ja auch immer gleich dein ganzes Workspace mit. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hingehen würde und das. Na, stopp, das ist das Falsche. Nee, das sah aus wie Blender. Es hatte die gleiche Farbe. Ah, selbst wenn ich das neu starte. Hier, den hier. Der ist, der ist hier weg. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Da. Äh. Ah, Gizmo. Okay, jetzt habe ich ihn wieder. Okay.
Das sind so Sachen, die echt im Blender. Manchmal, wie gesagt, manchmal drückt man irgendwas und dann ist es weg. Und dann denkst du so, okay, ja, toll. Freut mich. Okay. Ich würde sagen, ich nehme hier alle von den Kanten. Also die Kanten hier nehme ich mir mal. Ja, das ist auch schon zu viel. Ja, ich glaube, so war's. So, schauen, ob ich auch alle selektiert habe. Ah, da habe ich einen zu viel. Wahrscheinlich hier genau das gleiche. Ah, und hier habe ich auch diese Flächen, die ich nicht brauche, selektiert. Okay, und das da muss auch mal weg. So, und dann würde ich die Dinger nämlich alle mal unterteilen hier. Dann sollte ich so kleinere Dinger kriegen, genau. Wenn ich jetzt diese Flächen selektiere, kann ich damit anfangen, ein Gerüst zu bauen. So. Sitzt du da rund um die Uhr dran in deiner Freizeit oder hast du noch andere Projekte? Äh, also ich habe keine anderen Projekte, sag ich mal so. Wäre einfach zeitlich gar nicht drin. Äh, Ich habe natürlich andere Sachen, die ich auch noch in meiner Freizeit tue. Die würde ich jetzt nicht als Projekte bezeichnen. Also, keine Ahnung. Sowas wie, dass ich auch Freunde besuche. So ein Kram. Ist natürlich auch was ich tue. Aber das ist natürlich jetzt nicht so ein Projekt im Sinne von, na, dass du hier sowas gerade tust. Ja.
Aber ein anderes Softwareprojekt beispielsweise oder ein anderes Projekt in die Richtung, ein anderes Hobby auch irgendwie, würde sich, also passt halt einfach zeitlich gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wie ich es hinkriegen sollte. Naja, genau. Klar hat man auch normale Hobbys, ja, das stimmt. Aber so ein Nerd- oder Fummelkram habe ich mehrere, wird dann immer noch Lust und Laune mal das eine oder andere weitergefummelt. Ja, davon, wie gesagt, habe ich eher weniger in die Richtung. Also das ist, natürlich hast du ab und zu auch mal so ein kleines, ja, was hatte ich zum Beispiel letztens? Ich habe einen NAS selber gebaut oder so. Da, das ist aber dann immer, wenn ich es tatsächlich auch brauche. Also das ist jetzt nicht so hobbymäßig so, sondern das ist halt was, so dass ich halt wirklich damit arbeiten muss. Sowas mache ich tatsächlich auch, ja, aber mehr halt auch nicht. Äh, Hardware, NAS. Erstmal noch Ska. Hi, willkommen. Nein, kein Proxmox. Das ist viel zu aufwendig. Du denkst, viel zu kompliziert. Ich habe einfach einen Pi angeschlossen an an ein paar, an einen Satz von Festplatten hier und nutzt das so nassartig. Also ich habe dann, das ist natürlich in meinem Netzwerk hier drin, ich habe RAID konfiguriert, sodass da auch die Sachen abgespeichert werden, doppelt. Und drauf zugreifen tue ich einfach über SCP, ganz normal. Ja, hätte ich auch noch gerne, weil das irgendwie nicht ganz so. Ich weiß auch nicht ganz genau, woran es liegt, aber ich habe häufiger das Problem, dass ein oder zwei Festplatten dann im RAID nicht mehr erkannt werden. Äh, Was vielleicht daran liegt, dass die mit solchen USB zu SATA-Dingern irgendwie verbunden sind. Vielleicht kriegen die USB-Ports nicht genug Strom oder so, keine Ahnung. Es funktioniert nur so halb. Aber das ist dann halt so ein Projekt, das habe ich versucht in der Zwischenzeit dann mal zu fixen, immer wenn ich die Zeit halt hatte. Ja, dadurch, dass es immer noch hier nicht so ganz funktioniert, das zeigt, glaube ich, dass es nicht so ganz funktioniert. Ja, genau. Vielleicht wird das bei mir auch irgendwann einfach mal, baue ich das mal so um. So, okay. Grobe, grobe Brücke dazwischen. Vielleicht mache ich die sogar aus Holz, weil ich jetzt hier gar kein Holz benutzt habe bisher. Hm, naja, ich glaube kein Holz. Ich würde jetzt hier an der Seite noch so eine Begrenzung machen. So. Das hier ziehe ich noch ein bisschen ein. So. Und das mache ich dann wieder aus diesem Bodenmaterial, das wir haben. Dann kann ich nachher in der Unreal Engine noch hingehen. Ich habe ja ganz viele kleine so Props, die man hier noch platzieren kann. Dann kann ich hier so Zäune platzieren oder sowas, damit das Ganze ein bisschen organischer aussieht. Bleiben die farbigen Arcs, also die hier oben. Das hatte ich schon vorher, ja. Dann ist es vielleicht schwierig zum Langlaufen, vielleicht verbreiterst du die Brücke zum Main Part hin. Na, das ist schon breit genug. Also, wenn du das vergleichst, ne, den Pool hier,
den du jetzt hier hast, der aus dem Beton ist, der ist hier auch, ne? Das ist der. Und der ist schon breit genug, als dass man da ohne Probleme laufen kann. Ah, da. Also da kann man auf jeden Fall mit einem langlaufen. Und dadurch, dass ich die also die Dinger hier muss ich noch also diese Bögen muss ich zu dem hier hinzufügen. Dadurch kollidieren die nicht mit der Kamera, sondern gegen ihre da drumrum. Das passt dann. Und die Dinger hier haben ja sowieso keine Kollision. Von daher, also dann ist es auch nicht das Problem, dass die Kamera da irgendwie nicht sichtbar ist oder so, oder dass man irgendwie, ja, das ist wieder so komisch. Ich sag mal, die Kamera glitscht zwischen vorne und hinten. Ja, genau. Na, ich weiß nicht, achso, du meinst, damit man von dem, jetzt verstehe ich, was du meinst. Damit man von diesem Pool auf die Brücke kommt hier, ne? Das meinst du vielleicht? Ja, gar nicht, gar nicht mal so unklug, ja, das stimmt tatsächlich. Man kommt hier schlecht auf die Brücke drauf. Ja, ja, genau, man muss ja irgendwie da langlaufen. Da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, Brücke einfach breiter machen, ne? Da hast du vollkommen recht. Guck mal, das sind so Sachen, die fallen mir dann immer erst deutlich später auf. Da hast du vollkommen recht. Also man könnte natürlich ich hatte jetzt kurz überlegt, ob man das hier irgendwie abdeckt mit Holzplanken oder so. Dann müsste man aber von der Seite aus irgendwie hier unter diesen Säulen oder unter diesen Rohren drunter durchlaufen. Was auch wieder nicht viel Platz ist. Ja, also hier unten drunter kommt man schon lang, aber viel Platz ist da halt nicht. Und jetzt mit diesen Bögen da, ja, das ist wirklich noch ein Problem. Also die sind auch breit genug, als dass man zum Beispiel zwischen diesen Bögen hier durchkommt. Von daher, man könnte schon gut jetzt hier dran vorbeilaufen oder hier dran vorbeilaufen. Das klappt schon. Aber ich muss auf jeden Fall diese Brücke breiter machen. Da hast du vollkommen recht. Mhm. Sowas könnte man sogar machen, ja. Ja, sehr gut. Das ist eine gute Idee. Und hallo One Molecule. Danke fürs Folgen. Or thanks for following. If you're English, I'm not. Or if you're English speaking, I'm not sure. Nevertheless, thanks for following. Moin. Okay, Deutsch. Sehr gut. Ja, finde ich sogar gar nicht schlecht, dass man hier also dass ich die Brücke hier irgendwie in der Mitte zulaufen lasse. Das ist eine coole Sache. Okay. Das heißt aber auch, dass ich das nochmal neu anfangen muss hier. Erstmal nicht schlimm, so viel ist da jetzt ja nicht passiert hier. Huch. So. Dann verbreite ich das einfach, diese Öffnung jetzt hier auf der Seite. So. Muss die ganzen Vertices mal erst finden. So. Grab Z dahin.
Und jetzt kann ich das hier einfach verbreitern. Okay. Das hier lasse ich natürlich so. Und ja, jetzt gucken wir mal. Habe immer das Gefühl, dass man mit einer Third-Person-Kamera alles größer bauen muss, damit die Kamera nicht ständig irgendwo gegenfliegt. Das stimmt definitiv, ja. Also du musst dir, gerade im zweiten Level habe ich das viel gemerkt, weil du da viel im Indoor-Bereich unterwegs warst. Du musst schon sehr viel Platz dafür einplanen. So eine First-Person-Ansicht wäre, da kannst du deutlich enger bauen. Aber du kannst halt damit, dass du die Kamera, also mit der Kamera ein bisschen spielst, mit den Kollisionen, mit den Kameras interagieren kannst du dir ein bisschen mehr Platz schaffen, auf jeden Fall. Also jetzt zum Beispiel diese Streben, diese großen metallischen, die ich jetzt hier an der Seite habe, um die kommt man mit der Kamera drumherum jetzt, weil ich die Kollisionen so aufgebaut habe. Und wenn du das nicht hast, wird es deutlich schwieriger. Also auch zum Beispiel jetzt hier der Aufzug, ne, in den kann ich auch die Kamera drumherum bewegen. Äh, und damit passiert weniger das, was man jetzt hier hat, zum Beispiel mit dem Rohr, dass das halt irgendwie Probleme dir macht. Oder wahrscheinlich auch diese kleinen, ja, ne, auch diese kleinen Säulen, die ich jetzt hier habe, diese Konstrukte, die Rohre stützen zum Beispiel, die müsste ich eigentlich auch noch zu dem anderen Profil da hinzufügen, damit halt die Kamera drumherum sich bewegt, statt die ganze Zeit das hier zu tun. Weil das ist ultra nervig, sowas zu haben. Muss ich mich noch dran erinnern, das gleich hier zu wechseln. Prinzip eigentlich, ja, also die Rohre selber sind, glaube ich, nicht das Problem. Das ist okay. Weil die hier könnten vielleicht auch Probleme machen. Aber diese Dinger hier unten müssen definitiv noch zum anderen Objekt hinzukommen. Okay, eins nochmal dann. Als erstes müssen wir uns um unsere Brücke hier kümmern. So, als erstes bestimme ich einen Punkt, an dem die Sachen ungefähr. Also, ich finde die Idee von Ludwig nicht schlecht, dass man dass zwei anfängt, die so zu einem zusammenkommen. Dafür muss ich jetzt bestimmen, an welcher Stelle sich diese beiden Brückenteile treffen sollen. Wäre jetzt hier. Ja. Und dann bauen wir die Brücke mal ganz grob auf. Das Ding hier in der Mitte muss ich schließen. Die Dinger hier muss ich aufmachen. Und jetzt bauen wir das grobe Gerüst auf. So. Okay. So ungefähr. Jetzt hätte ich gerne, dass das nicht so V-artig zuläuft, sondern vielleicht so ein bisschen geschwungen. Also, man sieht ja hier fängt ja schon wie so eine Kurve an. Die würde ich noch ein bisschen erhöhen und dann, dass das so irgendwie rund geht, das Ganze. Genau, also hast du für deine TPP-Cam eine Ausnahme für die Collision gemacht oder wie? Genau, das ist genau das, was ich getan habe. Das sind zwei verschiedene Objekte hier. Ja, das ist ein anderes Mesh als das. Und alle Sachen, die in diesem Mesh drin sind, erstens kannst du auf denen nicht stehen. Das heißt, da rutschst du ab von.
Das ist insbesondere dann hilfreich bei den Rohren hier, weil die sonst das Rätsel kaputt machen würden, weil man dann einfach rüberlaufen könnte auf die andere Seite. Und zum anderen habe ich die so gemacht, weil das alles so dünne Streben sind, dass die Kamera eben nicht damit kollidiert. Das ist ein eigenes Profil in Unreal. Kann ich gleich auch nochmal zeigen, wenn wir in der Engine nochmal landen. Ähm, genau, und dieses eigene Profil, das sorgt dann dafür, dass oder dieses Camera-Profil, das habe ich auf Ignore gestellt und dadurch ignoriert er das für die Kollision. Ist super praktisch. Gerade für sowas, was wir jetzt hier am machen sind. So. Okay, damit wir hier so eine Art Bogen reinkommen, schnappe ich mir die Dinger, subdivide die noch einmal und vielleicht zähle ich sogar, mache ich mir nicht nur einen, sondern ich mache mir zwei. Genau, nee, ich arbeite tatsächlich mit zwei Meshes. Das eine ist hier tatsächlich das ist auch so ein Blender. Und in der Unrange natürlich auch noch. So. Gucken wir mal, wie wir das Ganze aufbauen. Vielleicht ist das zu viel Biegung. Ich habe gedacht, man macht vielleicht so eine Art S-Kurve, aber ich glaube, es reicht einfach, wenn man nur so ein C macht, hier so ein Ding. Na, sowas. So. Ja, ja, theoretisch ja, aber wenn ich sie gleichzeitig machen wollen würde, müsste ich Skalierung nutzen und das würde die Flächen verkleinern. Genau. Feste Werte, genau. Das war der Plan. So, und jetzt kann ich hier hingehen und kann mit Hilfe von einem Bevel kann ich die Dinger rund machen. So, und krieg dann so einen Weg zusammen. Sieht auch nicht schlecht aus. Genau. Und jetzt schnappe ich mir Ludwig, ja, deine Idee. Freut mich, dass es dir gefällt. Deswegen streame ich das so gerne, weil solche Sachen, also mir persönlich, mir wäre es auch irgendwann aufgefallen, hundertprozentig, aber ja, bis es soweit ist, das wäre echt ein Pain geworden, das Ganze. So, genau, richtig. Hat man auch schon das Thema, ne? Äh, Gestern. Das ist wirklich eine absolute Betriebsblindheit. Genau, die Stützen machen wir gleich noch. So. Ja, hier. Sauber wäre es jetzt natürlich gewesen, hätte ich das auch irgendwie skalieren können. Ich muss nur schauen, dass es grob passt.
Genau. Und jetzt kann ich hier nämlich nochmal hingehen. Ah, das ist hässlich hier. Da muss ich noch was tun hier. So. Dass das halt auch wirklich hier eine gerade Kante ist. So. Okay. Genau, genau. Ich hätte mit Inset das machen können. Ich wollte aber die Kanten hier komplett haben. Jetzt habe ich sowieso diese Kante hier. Wäre vielleicht die bessere Alternative gewesen. Egal. Passt schon. So. Okay. Und das machen wir jetzt wieder mit diesem Fußweg. Okay. Alles klar. Das heißt, die Oberseite ist jetzt soweit gut. Wie gesagt, hier hätte ich gesagt, mache ich als Unreal Assets habe ich solche Zäune. Die sind auch aus Holz, pflegen sich einigermaßen ein. Dann passt das. Passt auch zum Streamtitel. Ja, Make Happy Little Accidents. Richtig. Da Bob Ross hat alles richtig gemacht. Nee, das stimmt schon. Also du machst viele Fehler als Entwickler. Aber das ist das, was es ausmacht, halt, dass zum Schluss, ja, dass zum Schluss ein schönes Ergebnis ist. Der Spieler jemand die Unterseite. Gute Frage. Doch, eigentlich schon. Könnte schon gut passieren. Dadurch, dass das Level, das soll an so einer Küste spielen, sag ich mal, also mit Strandregion. Und das soll hier ein bisschen so aufs Meer rausstehen. Von daher, also ich glaube, hier werden auf jeden Fall Felsen sein. Deswegen ist das jetzt auch nicht sonderlich krass ausmodelliert hier. So, an der Stelle werden bestimmt Felsen sein. Hier sowieso. Das soll hier schon sehr hoch gehen. Aber hier vor allen Dingen wird man auf jeden Fall stehen. Weil wenn man hier runterfällt, muss man ja irgendwie wieder hochkommen. Und das geht über die Seite. Also man läuft dann halt hier wieder hoch. Und da ist es gar nicht mal so abwegig, dass man da von der anderen Seite runterspringt und dann sieht man die Unterseite von dieser Brücke. Von daher muss man uns wenigstens ein bisschen Mühe geben, diese Unterseite hier zu bauen.
Genau, dann lohnt sich der Aufwand. Ja, das stimmt. Hoffe ich zumindest. Schwierig, ja, das Ganze zu manövrieren. Ja, könnte ich alles machen. Ist nur, glaube ich, zu aufwendig. Moment. Ich will ja eigentlich nur jetzt hier ein paar Pfosten drunter platzieren, die die beiden Ebenen hier miteinander verbinden. Und das kriegt man auch relativ schnell hin, ohne jetzt hier Sachen zu separieren. Ich muss mich halt nur einmal ein bisschen mehr konzentrieren, hier Dinge richtig anzuwählen und Gutes. Und natürlich könnte man auch das hier tun. Dann, so, dann hätte man ein bisschen bessere Sicht auf das Ganze. Ist dann halt nur ein bisschen tristgrau. So.
Ja, es ist, tja, das ist immer ein bisschen pummelig rauszufinden, welche von den 10.000 Dingern du jetzt anklicken musst. Ich glaube, ich habe mich auf einer jetzt verklickt. Ah, hier fehlt noch eine Unterteilung. Die mache ich aber jetzt gleich. Okay, damit haben wir die Flächen. Ja, das stimmt. Ein Shortcut so für so genau sowas, das wäre schon echt hilfreich. Bei manchen Sachen kann man sich behelfen, indem man Seams nutzt oder so oder Sharp Edges. Aber für manche Sachen geht's halt nicht. Das stimmt. Da wäre es echt hilfreich. Ist immer interessant zu sehen, wenn das jetzt. Ich kann an einer Stelle irgendwo verkackt haben und man sieht es halt nicht, bis ich jetzt die Kamera gleich wieder drehe. Aber gut. So, okay, gucken wir mal. Jawohl. Fehler-Reveal, genau das.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den oberen und unteren Teil überhaupt miteinander verbinden möchte. Weil das ist halt ein kleines Stück Brücke. Und mit diesem Metallstreben unten drunter jetzt sieht das eigentlich schon stabil genug aus. Vielleicht lasse ich es auch einfach so und das ist halt einfach dekorativ, wie der Teil hier oben halt so. Ja, ich glaube, ich lasse es so. Okay. Dann kümmern wir uns doch darum, dass das hier einigermaßen schick aussieht. Also in erster Linie hätte ich gerne erstmal etwas hier gebaut, wo dieses Metall, was hier ankommt, einmal irgendwie nach oben geleitet wird oder so, sodass das nicht einfach da in Beton verschwindet. Vielleicht auch so ein kleiner Sockel. Ja, besser nicht. Oh, Moment. Ich brauche dringend noch einen Schreibtischstuhl. Er ist schon in der Lieferung. Eigentlich wäre er gestern gekommen. Ja, der hat wieder richtige, perfekte Arbeit geleistet. Richtig ärgerlich. Wie bauen wir das Ganze? Vielleicht verbinde ich es nach unten hin. Ja, genau, richtig. Aus dem Grund habe ich dieses Ding, diese Aktion, die du gerade ausgelöst hast. Oben auf dem Deck kommen die großen Säulen ja auch raus. Da. Kannst du dann kopieren, falls machbar. Ja, eventuell ist das gar keine so dumme Idee, weil gerade sieht es halt ein bisschen so aus, als ob da einfach nur die Sachen reinglitschen. Ja, das stimmt. Naja, hier ist nicht viel Platz, ja, das stimmt. Ich könnte natürlich auch die Seiten anpassen, also diese Seite hier zumindest anpassen, sodass
Da halt einfach, dass dieser Kübel, das Ding hier, dass das halt nicht da ist, sondern stattdessen. Ha. Ja, keine Ahnung. Guck ich mir mal an. Ist was für zukünftig, ja. Vielleicht. Mal gucken. Ja. So, und ich würde diese Kante. Oh, ich bin zu gewohnt, den Mirror Modifier zu benutzen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass ich jetzt hier einen neuen Bevel machen muss und ich nicht genau weiß, wie groß oder klein der war. So, so ungefähr. Das ist auch nicht ganz gerade hier, oder? Oder habe ich einen Knick in der Optik? Ich glaube nicht. Okay, ja, richtig. Ja, das ist definitiv nicht gerade. Ja. Ich frage mich, ob ich die jetzt auch greifen kann. Ah, ja, sowas wollte ich eigentlich. Hier eigentlich im Prinzip so eine Rundung. Ja.
Ja, im Prinzip ja. Nur hier habe ich Mist gebaut. Ja, jetzt übertreiben wir mal nicht hier. Das stimmt schon. Ich glaube, der Teil könnte aber sehr gut direkt am Strand stehen. Also, dass du wirklich nur den Teil hier nicht siehst. Und dann geht das halt hier auch mit der Säule, machen wir halt hier mehr Felsen hin. Von daher, ich mache mir jetzt hier unten bei dem Ding auch nicht so mega viele Mühen. Aber ein bisschen nach was sollte es halt schon aussehen, ne? Du bringst hier die Assoziation rein. Ja, gut, schon, ja. Wenn das der Kopf ist, irgendwie, hier die Stoßzähne, ja. Richtig gut. Die Stacheln noch bis vorn. Was meinst du? Das müsstest du doch mal kurz erklären, was du damit meinst. Da verstehe ich dich nicht ganz.
Mhm. Aber vorne fehlen sie jetzt an zwei Ecken. Ja, ja, genau. Also, du meinst die hier, die Ecken. Da wollte ich jetzt noch was anderes hinbauen. Genau. Da kommt noch was anderes hin. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Dann machen wir es halt intentional. So. Eigentlich hätte ich gedacht, ich mache die wieder eben, aber das geht nicht. Dann versuchen wir es das so rum. Sieht auch nicht schlecht aus. Ja, stimmt. Bisschen. Nur Zyklop. Wenn ich jetzt hier oben noch zwei Augen hinmache, ja, stimmt. Ja, das ist noch was anderes. Da habe ich eher an einen Traktorstrahl gedacht oder so, wenn es dann zum Raumschiff geht. Gut, dass ich die Spoilerwarnung noch anhabe, wenn du hier äh, schwer durch die Gegend spoilerst. Nein, Spaß. Alles gut.
Ja, ja. Das ist tatsächlich noch geplant. Steht sogar, müsste auf der Seite hier sogar stehen. So, da. Da ist der aktuelle Entwicklungsstand. Genau. Und im letzten, das hier. Genau. Das wird auf dem Schiff selber stattfinden. Das passt, glaube ich, ganz gut, weil das Raumschiff ist ja ein abgeschlossener Bereich. Und gerade wenn es dann darum geht, irgendwie die Gravitation umzukehren oder so, und du vielleicht auch an den Wänden läufst. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt hinkriege mit den Methoden der Engine. Aber da wäre es natürlich sinnvoll, das in einem abgeschlossenen Raum zu haben. Genau. Da, ja, das ist, da bin ich gerade. Das heißt, es ist noch eine ganze Weile hin, bis ich soweit bin. Aber ja, der Plan steht zumindest. Okay, mach's gut, Ludwig. Danke für die guten Tipps heute. Das hat richtig geholfen. Ja, und wir sehen uns dann, ich würde sagen, demnächst nochmal. Übernächste Woche definitiv nicht, da bin ich in Urlaub, aber danach. Genau. Mhm. Jo. Oh, das war nicht der Plan. So. Man nämlich hier noch so ein kleines Areal unten drunter, das ein bisschen versteckt ist
Und da kann man dann sogar noch Sachen platzieren. Ich hatte zum Beispiel an eine Münze gedacht, die man hier hinlegen kann. So. Weil da habe ich mir bisher auch noch gar keine Gedanken drüber gemacht, dass man vielleicht die Sachen ein bisschen, dass man halt auch ein paar Verstecke irgendwo unterbringen kann, ne? Genau. Okay, damit haben wir das auch. Dann müssen wir noch eine Sache, die wir definitiv noch machen müssen, ist diese Streben hier ähm, fertig zu machen, indem wir das applyen einfach. Dann müssen wir die definitiv noch smooth shaden. Und wir müssen die zu dem Objekt hier hinzufügen. Okay. Und dann machen wir nochmal ein paar UV-Projects. So. Aber jetzt haben wir hier ganz viele neue Objekte erzeugt. Die müssen wir alle... Oh.
Ich habe von allen Objekten jetzt, wie mir überzeugt, eine riesengroße. Das war nicht der Plan. Okay. Aber das sieht, glaube ich, soweit gut aus. Ah, das imitierende Material braucht das natürlich auch noch. Okay. Und dann müssen wir das Ganze neu exportieren, in der Hoffnung, dass das halt auch ohne Probleme klappt. Gucken wir mal. Okay. Geladen ist es. Jetzt hoffen wir, dass wir den Import auch so einfach hinkriegen. Mhm. Bisher sieht alles super aus. Ja, jawohl. Da sind wir. Es war ja 15 Meter einfach nur nach rechts verschoben, das Ganze. Von daher können wir das auch einfach hier nutzen. So, schon passt es wieder perfekt. Okay. Die Dinger hier müssen wir jetzt natürlich anpassen. Die müssen jetzt natürlich hier. Ups. Die müssen ja hier dran. So.
Damit sollte man in der Lage sein, hier ein bisschen besser durch die Gegend zu kommen. Irgendwas hat hier wieder eine Kollision, das es nicht haben soll. Schau mal. Wieder die Emission-Logik. Die braucht keine. Okay. Jawohl. Auch die Kollision mit der Kamera ist halt gut. Das heißt, wir können hier gut drumherum. Also laufen kann man hier auf jeden Fall gut jetzt lang. Ja. Okay. Schauen wir mal, ob die Kollision oder ob das Licht noch passt. Ja. So, und das Hochfahren können wir uns auch gleich mal anschauen. Ja, klappt auch. Super. Oh. Hier fehlt eine Sache. Die Öffnung hier ist jetzt ganz offen. Was halt nicht so gut ist. Das ist wahrscheinlich beim Kopieren kaputt gegangen. Ja, es ist. Kann man da auch sterben? Also grundsätzlich ja, natürlich, kann man. Also, das heißt sterben. Ich habe es nicht sterben genannt. Genau. Hier an der Stelle war es jetzt ein Fehler. Hier ist eigentlich ein Mesh. Na, das aber nicht da ist mehr aus irgendeinem Grund. Wobei eigentlich ist es da, ne? Das ist ja das hier. So, da ist es. Es hat halt nur keine Kollision, glaube ich. Schau noch mal. So. Ja. Na, normalerweise ist da eine Abdeckung drauf. Die war jetzt gerade nicht da. Problem bleibt allerdings, dass du da scheinbar durchfallen kannst. Ah ne, jetzt geht's. Ah, jetzt fällst du halt nicht durch. Genau. Aber ja, grundsätzlich kannst du in dem Spiel natürlich auch irgendwo, keine Ahnung, runterfallen oder von irgendwas erwischt werden. Und dann, das sorgt dann dafür, dass du respawnst. Ich nenne es nicht sterben, weil das Spiel für alle Altersgruppen geeignet ist und da darf man nicht sterben sagen. Äh, aber ja, im Prinzip genau das. Ah, da hast du hier zum Beispiel auch diese lustigen kleinen Charaktere. Die dich verfolgen können. Na? Könnten. Ich glaube, die Navigation funktioniert gerade nicht. Aber wenn die dich erwischen, dann respawnst du halt. Zum Beispiel. Das kann hier passieren. Okay. Dann würde ich sagen, eine halbe Stunde habe ich noch ungefähr. Ja, sollte ich. Von daher gucken wir noch, dass wir noch die Mechanik hier in den Griff bekommen. Na, weil eigentlich, also eine Sache, die halt jetzt gerade noch nicht passiert, auf der Seite ist,
So, dann sollte man eigentlich in der Lage sein, hier einen Windkanal zu öffnen. Ja, indem man... So. Indem man die hier nutzt. So, der einen runterschubst. Das sollte eigentlich passieren. Passieren grundsätzlich tut erstmal nichts. Wahrscheinlich liegt es an dem Ding hier. Ich vermute mal einfach, dass ich diesen Switch-Status, der dafür sorgt, dass das Ganze angeschaltet wird hier, dass ich den am Anfang nicht setze. Und daran liegt das Ganze jetzt. Deswegen setze ich das hier ganz kurz mal. Ja. So. Okay. Okay. Probieren wir das Ganze nochmal. Schade. Okay. Gucken wir mal, was hier drin passiert. Das ist schon mal richtig. Das heißt, er müsste eigentlich hier unten hingehen. Und bei der Connection Right, das ist das, wo wir uns gerade befinden, müsste er eigentlich das Ganze anschalten. Nee, tut er nicht, weil es falsch rum ist jetzt, glaube ich. Ja, wir müssten das hier einmal umdrehen. Okay. Okay. Schauen wir nochmal. Ja, jetzt ist der Wert hier true. Das ist schon mal schön. Und wenn wir jetzt starten in das Ganze. Ja, es geht zumindest an. Allerdings werden sie nicht runtergeschmissen. Was irgendwie komisch ist. Und auf der anderen Seite geht es auch an. Was eigentlich auch nicht sein sollte. Hm.
Vielleicht ist das ein Problem, wenn ich es genau zu dem Zeitpunkt anschalte, wo sich die Leute schon drin befinden. Na, eigentlich. Hm. Eigentlich sollte hier was passieren. Tut das auch. Cool. Okay. Ah, okay. Ähm, interessantes kleines Problemchen. Äh, also ich habe eine Funktionalität eingebaut in unseren Wind, dass der von Sachen blockiert wird. Das heißt, wenn ich eine Wand habe und dahinter ist ein Windkanal, dann ja, dann passiert halt eben passiert halt nichts. Und ich glaube, das blockiert hier gerade, weil ich den Wind, der hier drin ist, den habe ich ja jetzt irgendwie tief gebaut. Irgendwie sowas ist es, glaube ich. Also diese Funktion hier ist das Problem gerade. Naja, das wird wohl das Problem sein. Okay, dann muss ich das Ganze ein bisschen anpassen hier.
Dann machen wir mal diesen Bereich hier wieder unsichtbar. Dann schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Ich glaube allerdings, ich muss die beiden einen noch umsetzen noch. So. Okay. Nein. Jetzt bin ich eingefangen. Ja, jetzt hat es geklappt. Einzige Problem ist nur, dass sie nicht ganz runterfliegen, dass sie draufsteigen ist. Das ist natürlich ein Problem. Okay. Das heißt, ich müsste doch einen kleinen, irgendwie einen Delay einbauen. Das kriegen wir auch hin. Ich müsste sogar sowas haben, glaube ich. Ich habe so ein paar von diesen, also im Prinzip Funktionen, die die dieses System hier, dieses Entity-System auslösen. Na, die sind immer hier mit diesen Summenzeichen. Und ich meine, ich hatte ein Logic Gate Delay. Da ist es. Genau. Das müsste ich wahrscheinlich einfach benutzen können. Das setze ich mal jetzt hier vor. Ja. Beziehungsweise ich setze mal über den Wind, damit man es auch selektieren kann. So. Okay. Und das muss ich natürlich jetzt noch zum richtigen verschieben. So. Und ich würde ja gerne jetzt den Switch auf False würde ich um eine Sekunde oder so verlängern, dass es die wirklich hier runter pustet und dann wieder ausschalten. Ja. Und jetzt nutze ich dafür natürlich im Prinzip das, was dieser Wind drin hat. Ja, das da. So. Und jetzt kriegt der Wind eben nicht mehr diese Dinger hier, sondern der kriegt nur noch den hier. Und das sollte eigentlich dann klappen. Schauen wir mal, ob es tatsächlich das tut. Jo. Vielleicht sogar ein bisschen sehr extrem. Die schleudert es dann schon recht weit. Okay. Aber im Prinzip genau das, was wir wollen. Ich kann auch nur 5000 machen hier.
Dass die nicht dass die nicht so massiv durch die Gegend gesteuert werden. Die Armen. Okay. Und jetzt müssen wir eigentlich das gleiche noch auf die andere Seite machen, damit es auch auf der anderen Seite klappt. Okay. Und damit sollte das auf beiden Seiten klappen. Jetzt schauen wir mal, ob das auch mit dem Aufzug so klappt. Dafür bräuchte man noch eine Möglichkeit, den Aufzug zu einem zu rufen, wenn man gar nicht dich drin befindet. Jetzt gerade ist er ja auf der falschen Seite. Und das kann halt auch häufiger passieren, dass man sich dass man hier irgendwie runterfällt oder so, während man auf der Seite ist. Da muss man ja eine Möglichkeit haben, sich den von hier aus wieder zu rufen. Das heißt, einen Hebel brauchen wir auch. So, schmeißen wir einfach hier hin. Genau. Und was der tut, der ist ein Toggle. Ah ne, ist kein Toggle. Könnte auch ein Toggle sein, aber ist egal. Ne, eigentlich nicht. So, genau. Und der muss das hier tun. Genau. Also entweder wenn ich da drin den Knopf drücke oder wenn ich hier den Hebel ziehe. Na, was sind die beiden? Okay. Da hat es einen verabschiedet. Jetzt schauen wir mal, ob wir den auch damit rufen können. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht müssen wir ihn ein bisschen schneller machen. Okay. So, und jetzt sollte man theoretisch auch nicht mehr in der Lage sein, den Windkanal hier auszulösen. Genau. Allerdings wird der auf der anderen Seite auch nicht ausgelöst, was jetzt eigentlich funktionieren sollte. Das heißt, irgendetwas klappt nicht mit der Abfrage hier. Ja, das klappt nicht. So. Da war ein Fleck zu viel. Stopp. Jetzt war es falsch rum. Scheinbar. Ja. Okay.
Nee, das war nicht okay. Da hätte er jetzt eigentlich mich runterschmeißen müssen. Ja, genau, so. So, wenn ich jetzt mal den Hebel mir hole und dann das Ganze nochmal versuche auszulösen, dann sollte er jetzt eigentlich mich nicht runterschmeißen. Ja, tut er auch nicht. Wenn jetzt aber der Aufzug angeht, da anschließt, dann schmeißt es die da drüben runter. Das ist genau das, was wir wollen. Ne? Und jetzt zum Beispiel würde ich ja die Sache auslösen hier, dass die beiden jetzt hier an einer invaliden Position stehen. Wenn ich jetzt hier in den Aufzug gehe, sollten die eigentlich runtergeweht werden. Ich muss definitiv den Aufzug noch schneller machen. So, ja, und dann werden sie runtergeschmissen. Genau. Muss noch mal kurz überlegen, ob das überhaupt Sinn ergibt, was wir hier gerade getan haben. Oh nein. Was, was hält mich denn davon ab, eben nicht auf diesen Druckplatten zu stehen? Mich hält davon absolut gar nichts ab. Na, was ich jetzt tun könnte, ist einfach mit allen drei nacheinander hier auf die Seite zu gehen, einfach nie die Druckplatten zu drücken. Und dann würde, ja, okay. Das heißt, da müssen wir uns auch noch etwas überlegen. Man müsste etwas bauen, dass du den Aufzug nur dann bewegen kannst, wenn die jeweils anderen beiden Fluffs äh, ja, auf den Druckplatten draufstehen. Dann würde es funktionieren. Okay, das kann man implementieren. Das ist nur ein leichter Pain. Ja, gut, aber das müssen wir so machen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Also dieser Aufzug muss die Farbe von den Fluffs annehmen, die, der gerade nicht auf der Druckplatte steht. Und wenn nur einer auf der Druckplatte steht, dann soll der Aufzug gar nicht fahren dürfen. Ja, okay. Das ist nochmal
ein Haufen Stück Mehraufwand, den ich jetzt nicht mir, also da hätte ich vielleicht auch mal früher dran denken können. Naja, okay. Aber das ist ein Thema für den nächsten Stream. Wir können dieses Rätsel weiterhin nutzen, nur ich muss noch eine zusätzliche Sache einbauen mit dem Aufzug. Okay. Gut. Okay. Thema erstmal damit vorbei. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz aufs Englische rüberwechseln, um zu erklären, was wir hier gemacht haben. Genau. Damit ich ein bisschen was habe, was ich auch irgendwie zeigen kann auf TikTok oder auf Instagram. Und dann würde ich schauen, dass wir danach noch irgendwen raiden, der vielleicht gerade irgendwie ja, noch aktiv ist von meinen Leuten. Okay. Wo sind meine Markierungen? Okay. Okay. So, some of you guys may know the riddle with the wolf, the sheep, and the cabbage. Basically, a simple riddle where you. Let's see if we can see this or if we can do this right here. A simple riddle where you need to move over a wolf, sheep, and a piece of cabbage to the other side of a river. And of course, if you choose to take the cabbage, for example, in this case, move over to the other side, the wolf will eat the sheep. And the same will happen with the cabbage and the sheep as well. So a simple riddle, nothing quite new. But what I did for this stream in particular is to take this riddle and put it in the theme of our third level, which is basically air themed. So you have two sides with two pressure plates right here, and you're having an elevator instead of a boat, and you need to move all your fluffs to the other side. In order to get here, you need to basically press all pressure plates on the side. So you need to move all fluffs to the other side. Yeah. And it wouldn't be that complicated if we just use the elevator to move over. But if the elevator is on this side, it will connect a fan that's down here via pipe system to this output right here. And this results in fluffs being pushed off if we have the wrong combination. So very close to the riddle itself. If you have, for example, the magenta fluff right here, you have a yellow fluff. Just a second. I will also make it bigger. And you have the yellow fluff right here. And we have the elevator on the other side. Then we will be pushed off. And we need to restart the riddle. And this is basically the premise of the whole thing. So, yeah. This was it. Alles klar. Dann haben wir das nämlich auch. Und dann gucken wir mal, wen wir noch raiden können für heute. Okay. Dann gehen wir mal zu einem Godot-Entwickler rüber. Und ich muss dann auch gleich beenden. Von daher kann ich auch leider keine Nachrichten mehr dazu schreiben. Aber gut, wir sehen uns in, ich würde mal sagen, 3 Wochen. Weil die nächsten 2 Wochen bin ich in Urlaub. Und dann arbeiten wir hier dran weiter, um genau dieses Problem, was wir jetzt noch am Ende des Streams aufgemacht haben, noch zu lösen. Von daher, wir sehen uns dann. Macht's gut.